Wir sind hier gerade mittendrin, quasi zwischen den Fronten. Und aua, ich wurde getroffen. Wir sind hier gerade in Malwinkel auf einer sehr, sehr spannenden Veranstaltung, nämlich den 42K. Das Ganze ist eine Lab-Veranstaltung, die am Warhammer 40K angelehnt ist. Und wir wollen euch auf jeden Fall mal mitnehmen durch unsere eigene Entdeckungsreise für dieses Event, weil wir haben bis jetzt noch nicht so viel Sci-Fi gemacht, überhaupt noch kein Airsoft gemacht. Wir werden selber nicht so viel spielen, sondern einfach meistens filmen, aber wir dachten mal, wir nehmen euch mit und zeigen unsere ersten Eindrücke davon. Wie gesagt, das ist was völlig Neues für uns, Neuland. Und deswegen haben wir den Friedrich mit am Start. Das ist hier unser neuer Support quasi für die Kamera-Action. Das heißt, es wird sehr, sehr viel Content geben. Wir werden auch mit der SL reden, mit der Orga sprechen und wollen einfach ein bisschen euch den Einblick geben in eine doch sehr andere Veranstaltung. Also ziemlich anders als das, was man so sonst so kennt, würde ich mal sagen. Ne? Ja, vielleicht gibt es sogar noch die ein oder andere Podcast-Folge irgendwo da hinten in diesen alten Gemäuern. Das ist ein bisschen nostalgisch für uns, weil das ist hier quasi Fallen sind wir jedes Mal. Das ist die alte Stadt hinter uns, die wird ja mittlerweile nicht mehr bespielt. Aber ich mag es jedes Mal, wenn ich hier reinkomme und diese Windräder da oben sehe und höre. Vor allen Dingen, das hört ja auch ein bisschen. Ich glaube, hier ist der ganze Raum hier oder dieses ganze Feld ist irgendwie durch Malwinkel. Schalt irgendwie. Also, genau, Malwinkel ASMR. Und wir gehen jetzt erstmal direkt zur Orga, reden mal mit dem ein bisschen und schauen mal, was als erstes irgendwie interessant wäre zu filmen. Also vielleicht gibt es ja schon, ich meine, wir haben jetzt, was haben wir jetzt, 9:30 Uhr? Vielleicht haben wir ja in einer halben Stunde eine Veranstaltung, wo wir hingehen können. Hey, kommt doch einfach mal mit. Nein. Ja Leute, wir sind jetzt hier gerade kurz vor unserem ersten Dreh. Um 10 Uhr soll es nämlich losgehen. Und die Jungs, die bauen die Kameras zusammen und dann werden wir gleich mitgenommen und dann geht's schon los. Nein. Ja. So, wir gehen jetzt zum ersten Drehort. Die Leute sind hier gut vorbereitet und man hört auf jeden Fall schon, die Leute schreien. Das heißt, die Scheiße ist schon am Dampfen. Bin mal gespannt. So, wir gehen jetzt rein, versuchen natürlich die Leute jetzt nicht so allzu zu stören, aber sieht natürlich drinnen geiler aus. Also wir gehen jetzt auf jeden Fall ins Gebäude rein und gucken mal, wie es da drin aussieht. Nein! Ja, gehen wir runter. Sind mehr in Action sind. Ja. Ja, ich glaube, draußen ist es ein bisschen ergiebiger als hier drin, ne? Rüber zu Dominik. Und? Hast du Spaß? Ja, ich habe großen Spaß. Ich laufe hier rum und dokumentiere, wie wir Dinge dokumentieren. Das ist super. Also hier wird es langsam ja ungemütlich. Wechsel mal die Position, dabei nicht die Füße zu brechen.
wir sind hier gerade mittendrin, quasi zwischen den Fronten. Und es werden wirklich so ein paar... Aua, ich wurde getroffen. Gehen langsam mal wieder zurück. Friedrich, komm rüber. Ist die eine oder andere gute Aufnahme in der Ja, schon, wobei ich sagen muss, drin hat nicht funktioniert, weil du dann zu nah am Spieler bist und zu sehr das Spiel störst. Aber hier draußen super. Ne? Also, sind, glaube ich, ein paar ganz gute Sachen dabei. Ja, wir sind gerade von der ersten Schlacht quasi wiedergekommen und man kann sagen, das war wirklich, was so zumindest so Airsoft oder was so, sagen wir mal, Waffenkämpfe so angeht, war das schon sehr beeindruckend. Es war schon ziemlich viel vor allem. Es war ja so ein Häuserkampf, gleichzeitig mit so sehr viel strategischem Hin- und Herbewegen, weil die waren ja so eingekesselt. Ich fand das eigentlich ganz interessant. Worauf ich geachtet habe, ehrlich gesagt, beim ersten Mal, einfach nur um zu gucken, wie die so drauf sind. Wie viel ist so Militärsprech drin? Weil das kann entweder cool oder so ein bisschen cringy wirken, je nachdem, wie es gemacht wird. Ich muss sagen, also ich habe tatsächlich nur ein bisschen so dieses normale Militärsprech mitbekommen, aber ich habe wirklich gar nicht so mitbekommen, dass hier so richtig fanatisch geschrien wurde und so das, was man so kennt, was man vielleicht auch aus dem Warhammer Fantasy kennt. Irgendwie. Ja, aber ich finde, das ist ja, Warhammer ist ja so ein bisschen so dieses Fanatismus und so. Ja. Das gab es schon, aber war jetzt auch gar nicht so krass. Also die Leute sind noch nicht ganz so heiß gelaufen. Ja. Wir müssten wissen, ob das vielleicht die erste wirkliche Auseinandersetzung war. Vielleicht war es auch so ein bisschen, vielleicht sind die noch nicht so ganz warm Gut, das kann natürlich sein. Warm im Fanatismus. Was auch interessant war, eine gute Frage, finde ich, die du gestellt hattest. Wie ist das eigentlich mit dem Respawn? Weil da kamen ja schon immer wieder die Leute wieder, was ja auch letztendlich diese ganze Aktion ein bisschen länger gezogen hat, was ja gut war. Also das war ja schön, das zu sehen, dass da auch viel Action war. Ja. Aber da standen ja viele Leute auch wieder, die dann abgeschossen worden sind. Also bei den NSCs kann ich mir auch vorstellen, dass da auf jeden Fall so ein Respawn-System ist. Bei den Spielern, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich den Überblick sehr schnell verloren, ob das jetzt alte Spieler, neue Spieler, vielleicht. Übrigens, was hier häufig verwendet wird, sind diese... Inca Death Whistles. Ja, diese Inca Death Whistles. Was ich auch sehr interessant fand, das war mal eine neue Ecke von Malwinkel, weil das waren quasi so Wohnhäuser, so Wohnblocks. Ja. Und das finde ich auch mal interessant zu sehen, weil ich war so ein bisschen überrascht, dass es wirklich so ganz stinknormale Wohnhäuser gab. Ich dachte wirklich, das ganze Gelände ist voll dieser Barackengebäude. Ach, guck mal, der Friedrich kommt jetzt auch noch mit. Der Friedrich läuft da gerade rum. Friedrich, komm mal her. Friedrich hat sich nämlich gerade hier noch gekümmert, der hat hier gerade die Drohnenaufnahmen gemacht. Und wie war denn so deine Erfahrung? Also ich muss tatsächlich sagen, es war meine allererste Lab-Airsoft-Erfahrung. Ich hatte das vorher noch gar nicht. Das war schon speziell. Also ich fand es gut, es waren wirklich schöne Bilder dabei, es war auch sehr intensiv. Ja. Was natürlich für die Kameraarbeit sehr schwierig ist einfach, gerade in diesen Raumkampfszenen, wo die Gebäude stürmen, würdest du gerne viel intensiver dran sein. Um wirklich diese Nähe zu spüren und nah an den Leuten sein. Das geht natürlich nicht, weil du dann das Spiel unterbrichst. So Zero Dark 30 mäßig. Also wirklich wie so Embedded Journalism. Das hat sich jetzt leider nicht angeboten, aber ist nicht schlimm. Wir haben halt draußen wirklich, finde ich, sehr schöne Aufnahmen gemacht. Ja. Hier auch, weiß ich nicht, wie sich Leute da irgendwie in den Büschen verstecken da und irgendwie mit ihren Maschinengewehren in Stellung gehen. Also richtig schön, das hat aber richtig Spaß gemacht. Also genau, worauf habt ihr jetzt noch Bock? Als würdet ihr noch gerne sehen? Vor allem, wie das Spielerlager aussieht, weil wir haben uns das noch nicht angeschaut, aber ich stelle mir so viele Verzierungen, Totenköpfe, Insignien und hast du nicht gesehen vor. Darauf freue ich mich. Und vielleicht schaffen wir es ja irgendwie, wenn nochmal draußen so eine Schlacht ist, da noch ein paar schöne Drohnenaufnahmen auch mal mitzunehmen. Boah, stimmt. Das wäre geil. Ja, ich würde sagen, das wird ein rundes Ding, oder? Ja. Also klar, machen wir mal, Riga. Komm. So, wir sind jetzt unterwegs zur zweiten großen Schlacht, könnte man sagen. Wir waren quasi hier und wir müssen jetzt irgendwie dahin.
ist ungefähr, sagen wir mal, 1 Kilometer Latschen, ist kein Problem. Aber das, was uns jetzt ein bisschen zusetzt, ist die Sonne. Die geht nämlich langsam runter. Und ich wollte unbedingt noch mit der Drohne ein bisschen rumfliegen. Deswegen gehen wir jetzt ein bisschen vorher hin, gucken uns das ein bisschen an und dann geht's in die Schlacht. Dann können hier die Jungs, können ja wir am Schnürchen wieder mal richtig geile Aufnahmen machen. Ne? Ja. Hast du Bock? Ja, los! Ja, los, komm! Ja, nicht so viel Zeit. Zeit ist Geld. Was ist, Dominik? Was ist live? Ich frage mich nur, von wo die Spieler kommen und von wo die NSCs kommen. Das ist die Frage, weil man möchte ja das gut dynamisch einfangen. Deswegen überlege ich mir gerade, ob ich das Ganze in den Gräben filme oder auf den Gräben. Da ist der Lukas oben. Das Problem ist nur gerade, wir haben hier kein Internet, weil auf Malwinkel gibt es quasi keins. Und deswegen sind wir hier ein bisschen eingeschränkt mit unseren technischen Möglichkeiten. Die NSCs sind gerade angekommen und die bereiten sich hier vor in diesem Graben. Jetzt muss dieser Graben hier eingenommen werden von den Imperialen und die NSCs, die vergraben sich hier schon ein bisschen. Und wir gucken, dass wir gleich noch ein bisschen was aufgenommen bekommen. Die Sonne ist gerade so, weiß ich nicht, 5 cm über dem Horizont. Wenn wir Glück haben, können wir noch ein bisschen was mit Sonne aufnehmen. Wenn nicht, kriegen wir es auch irgendwie hin. Ja, wir sind gerade zurück von unserem wunderbaren Ausflug. Und zwar war das nämlich wirklich ein richtig geiles Ding, mitten in so einem bisschen so Erste Weltkriegs Grabenkampf. Also es war wirklich total mal was ganz anderes. Total abgefahren. Ja. Also wirklich. Man sieht es vielleicht, ich freue mich immer noch. Ich habe zwischendurch gedacht, okay, ist jetzt Soldat Private Ryan. Also dann hier mit dem Nebel, du warst wirklich mit der Kamera so nah dran. Und ich glaube, wir haben ein paar hoffentlich richtig schöne Aufnahmen gemacht. Jetzt natürlich die Frage, von wie vielen Bibis wurdest du getroffen? 3. 3. Ja, ich hab diesmal 2, aber eine auf dem Handrücken, wo ich kurz gedacht habe, oh, oh, nah an der Linse. Aber ihr wart ja auch mittendrin dann, ne? Ja, du auch, ne? Ja, also ich hab mir so einen Knotenpunkt gesucht, wo Leute von 2 Seiten kamen, so deswegen musste ich immer wieder
hin und her, aber es hat auf jeden Fall, sah sehr, sehr gut aus. Ein paar richtig schöne atmosphärische Aufnahmen, gerade als der Rauch so durch die Graben ging. Ja. Ich meine, ich bin ja ein bisschen eingeschränkt mit der Drohne, weil wir hier kein Netz haben, kann ich nicht so weit fliegen und nicht so hoch. Und ich hatte irgendwie ganz zufällig direkt auf die Stelle gefilmt, wo dann diese Rauchgranaten explodiert sind. Und da waren dann überall Rauchgranaten und dann sind durch diese Granaten dann die Leute durchgekommen. Und das war richtig geil. Rauch macht einfach alles besser. Und ich muss sagen, ich glaube, es ist auch von der Ästhetik her ein sehr dankbares Genre. Weil wenn da Leute, also so seltsam das klingen mag, wenn da Leute in diesen Klamotten mit den Waffen rumlaufen und dann ist Nebel überall, weil du das natürlich auch von der Sehgewohnheit aus dem Kino gewohnt bist, es braucht gar nicht viel, damit es irgendwie cineastisch, finde ich, aussieht. Ja. Also super, super immersiv. Und jetzt die Frage, was machen wir denn heute noch? Wie lassen wir den Abend noch ausklingen? Weil ein bisschen, was passiert hier eigentlich theoretisch noch? Aber es soll wohl noch eine Traumsequenz geben und zwei Kulturabende. Genau. Schauen, ob wir da irgendwie die Möglichkeit haben, was mitzunehmen. Was natürlich interessant ist, dass wir jetzt ein bisschen die Möglichkeit haben, auch mal neben dem Schlachtfeld mal ein bisschen in die Kultur reinzugehen. Mal gucken, wie das so friedlich ist. Ja. Wie gesagt, ihr werdet sehen, was da jetzt noch so bei rumkommt. Tschüss. Jetzt können wir in keine Richtung laufen. Bis später. Wir haben den nächsten Tag und sind gut ausgeschlafen und haben schon richtig gearbeitet. Denn wir hatten nämlich schon gerade ein Interview geführt, was schon, glaube ich, 40 Minuten geht oder so. Geschätzt, würde ich jetzt mal sagen. Auf jeden Fall ein richtig, richtig langes Ding, ja. Das war nämlich die Orga oder Teile der Orga auf jeden Fall, die wir so ein bisschen mal auf den Zahn gefühlt haben über das 42K generell. Wir wollen tatsächlich kein reines Rumgeballer und hey, ich bin der große Hero. Im Gegenteil. Eigentlich ist es ein ganz harter Play-to-Struggle-Ansatz. Es ist hier kein kompetitiver Wettkampf. Hier geht es für NSC-Seite aus nicht darum, mit Airsoft den Gegner fertig zu machen und zu gewinnen. Das nicht. Wir wollen den Moment erobern, wir wollen die Szene erobern, wir wollen tolles Spiel liefern und dabei Spaß haben. Das ganze Universum hat ja einen sehr, sehr satirischen Charakter. Und das gehört natürlich auch dazu, dass du für jeden Blödsinn wie den Bleistift einen Papierberg quasi absolvieren musst. Ja. Um die Absurdität des Ganzen auch nochmal und so ein bisschen Satire noch mit reinzubringen. Der Rollenspielcharakter und der Militärspielcharakter, das ist ja beides in dem Fall verwoben, ist eindeutig Priorität. Also ich spiele selber Airsoft, würde ich so Airsoft spielen, wie wir hier unsere Spieler spielen lassen wollen, das würde tierisch in die Hose gehen, weil es ist auch für die Spieler kein kompetitiver Wettbewerb. Ja. Es geht nicht darum, wie oft du wen getroffen hast oder wie oft du irgendwie beim HQ aufs Knöpfchen gedrückt hast und so weiter und so fort. Es ist tatsächlich, Airsoft ist für uns ein Hilfsmedium, damit wir halt trotzdem irgendwie mit Kügelchen durch die Gegend schießen können, um das zu simulieren. Wenn man sich darauf einlassen kann, wenn man sagt, okay gut, mir geht es wirklich um das Spiel, dann ist gut. Wenn man jetzt sagt, ich möchte aber hier irgendwie cool Airsoft spielen,
dann gehen wir am besten einfach zu den NSCs eher. Oder es gibt auch andere Veranstaltungen, die so ein bisschen mehr die Waage halten, weil bei uns ist es definitiv der Fokus auf das Rollenspiel. Ja, und dann haben wir gerade noch einen Podcast aufgenommen. Wie ihr sehen könnt, wir sitzen quasi in derselben Pampa, wo wir das gemacht haben. Ich finde das ehrlich gesagt sehr lustig. Wir sollten so etwas öfters machen. Ja, mir ist ein bisschen kalt, muss ich sagen, aber ich bin froh, wenn wir gleich mal kurz uns im Bus aufwärmen. Heute haben wir aber auch trotzdem noch einiges zu tun. Du möchtest wahrscheinlich noch Drohnenflüge machen. Ja, deswegen wollen wir das eigentlich vor allen Dingen. Ich will auf jeden Fall die Drohne nochmal fliegen und ein bisschen nochmal was sehen. Und dann kommt es schon zum großen Höhepunkt. Da wird nämlich dann erstmal, wenn wir uns mal so eine NSC-Ansprache angucken, und dann gehen wir mal raus und gucken uns mal das Endscharmützel an. Ich hoffe, dass wir das gut aufgenommen kriegen mit dem ganzen Licht und so, aber ich glaube schon. Ich glaube, da kriegen wir schon was, das eine oder andere Geile kriegen wir schon hin. Ich muss sagen, weil wir ja gerade das Interview mit der Orga hatten, auch nochmal ein riesen Dankeschön, dass die uns da, was das angeht, wirklich auch machen lassen. Die Inhalte, die wir jetzt schon aus diesem Event rausgeholt haben, sind genial. Ich hoffe, ihr seht das alles auch mit dem gleichen Glitzern im Auge, wie wir das gemacht haben, als wir die ersten Aufnahmen hatten. Selten hatten wir, oder wir hatten schon ab und zu Orgas, die wirklich mit so viel Vertrauen von Anfang an kamen, aber die haben wirklich waren sehr, sehr dahinter und haben es gefeiert, dass wir jetzt hier gerade diese ganzen Inhalte über deren Con machen. Ja, und die Spieler tatsächlich auch, also sind wirklich eigentlich alles, also man muss sagen, es ist eine wirklich sehr, sehr schöne, sehr, sehr entspannte Atmosphäre mit allen und macht auf jeden Fall Bock und ich würde sagen, wir klappen jetzt erstmal alles zusammen und bringen es dann zum nächsten Schlachtfeld. Also, tschaußen! Aua! Fuck! Ja, das war jetzt die Endschlacht, das Endritual, so die Mischung aus beidem. War auf jeden Fall sehr, sehr interessant, sehr, sehr dunkel. Also wir sind mal sehr gespannt, was da rauskommen wird. Aber du warst ja unser Eye in the Sky quasi. Ja, ich war mit der Drohne unterwegs und ich habe so den Hinweg gefilmt und habe dann irgendwann festgestellt, okay, jetzt ist es echt zu dunkel. Ich habe versucht, wirklich bis zum Ende irgendwie alles drauf zu kriegen. Und vor allen Dingen, dann musste ich erstmal gucken, okay, scheiße, wo ist die Drohne? Ich finde mich gerade nicht. Habe dann zum Glück noch herausgefunden,
gefunden, dass man auf dem, in der App so ein bisschen sehen kann, wo man selber das ist steht. eine sehr einzigartige Glück. Panik, hatte ich auch schon ein, zweimal beim Drohnenfliegen nach dem Motto, scheiße, wo bin ich jetzt gerade? Vor allen Dingen, wir waren ja mitten im Wald, das heißt, man musste erstmal eine kleine Lichtung finden, wo man runterkommt. Also zusammengefasst, es war schwierig, hat aber richtig Bock gemacht und ich habe halt auch die beiden auch verloren. Ich habe nur gesehen jetzt gerade, da haben wir uns ein bisschen was ausgetauscht, geile Bilder mit dabei und ich glaube, das habt ihr jetzt aber schon alles selber gesehen. Ja, wir haben auch noch einen ganz schnellen, sehr, sehr improvisierten Mini-Videoshoot für so eine kleine Minisequenz gehabt. War sehr chaotisch. Wir sind selber sehr gespannt, was dabei rauskommen wird. Jetzt ist es eigentlich nur noch so eine kleine Sache, die wir einfangen werden, so ganz am Schluss. Und dann ist es Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Und in dem Sinne verabschieden wir uns auf jeden Fall von euch. Jetzt schon. Ja, und ihr dürft aber natürlich das ganze Interview zu dieser Veranstaltung euch anschauen. Ja. Ihr könnt natürlich demnächst ein Highlight-Reel euch anschauen und unseren Podcast. Das heißt, wir haben hier wirklich ein Potpourri an Kram zu dieser Veranstaltung. Und wenn ihr Bock habt, selber hier dran teilzunehmen, wir haben mal ein paar Infos in der Beschreibung hinterlassen. Und ich würde sagen... Ja, wir verabschieden uns. Friedrich, der hinter der Kamera ist, verabschied dich mal. Ciao. Wunderbar. Von daher... Macht's gut. Tschüsschen, ne? Ciao. Ciao. Komm, wir gehen saufen jetzt. Aber letzten Endes, wir können doch so viel tun, es hängt letzten Endes an euch, dieses ganze Ding zum Leben zu erwecken und zum Erfolg zu machen. Deswegen an euch alle, vielen Dank.